Ach gut. Nicht ich. Ja, du musst es mit aller Gewalt ganz schnell zurückschieben. Moinsen. Wir sind noch bei Novibor. Jetzt fahren wir wieder mal eine Strecke. Allerdings heute haben wir einen Keskalip zu erledigen, da fahren wir jetzt heute noch durch. Es ist schon spät. Seht ihr ja selber. Heute früh waren minus 10 Grad bei mir. Und dann später, als ich los bin, waren dann minus 4. Im Moment haben wir hier minus 2. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es über Nacht schneit, weil die ganze Zeit spricht der Wetterbericht von Schneesturm und Kälte und Glätte, und ich habe aber nichts davon gesehen. Es ist zwar kalt, aber wie ihr seht an der Straße trocken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Hier ist es trocken. Hin und wieder sieht man ein bisschen weiß, aber das ist dann nur der Reif. Das ist kein Schnee, aber hier hat einer den Poller umgefahren. Und auch da vorne, wo ich über den Berg gefahren bin, da zwischen Farnsdorf und Novibor, da war auch kein Schnee. Zumindest da hätte ich damit gerechnet, dass es schneit, aber nicht. Ja, so ist es natürlich besser voranzukommen, wenn kein Schnee liegt, ist auch klar. Aber irgendwie fahre ich ja immer gern, wenn es schneit. Das hat mich immer fasziniert. Ich kann mich noch erinnern, früher, meine ersten Autos, wo ich gefahren habe, im Winter, da haben wir keine Winterreifen drauf gemacht, da haben wir nur 2 Zementsäcke in den Kofferraum geschmissen. Das hat auch getan. Ich bin nie irgendwo in der Graben gefahren oder Ähnliches. Heutzutage bringen es ja die Leute fertig, trotz Winterreifen im Graben zu landen. Ja, und ich sehe gerade, ihr habt irgendwas geschrieben, ich kann es jetzt nicht lesen, weil ich am Fahren bin. Und vorhin, als ich bei Novibor war, ist jetzt auch schon wieder so circa 2 Stunden her, da hat mich jemand überholt, angehupt und gewunken. Das müsste einer von euch gewesen sein, weil ich überlege die ganze Zeit, wen kenne ich denn aus Novibor? Mit dem Auto mit tschechischer Zulassung, ne? Und da ist mir eingefallen, das müsste eigentlich nur jemand sein, der hier immer meine Videos verfolgt. Ich weiß nämlich, da haben mal Leute geschrieben, dass sie hier in der Nähe wohnen. Sollte das jemand von euch gewesen sein, dann geht hier mit dem Gruß raus, hiermit. Ja, ich habe natürlich vorhin nicht darauf reagiert, weil
ich habe das Fahrzeug nicht erkannt, ne? Und ich habe den Fahrer nicht so jetzt so im Vorbeifahren. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, wer ist denn das, ne? Aber da ich hinten dran meine Aufschrift stehen habe von meinem YouTube-Kanal, kann es eigentlich nur das gewesen sein. Ja, und hier sind wir jetzt, ja, noch nicht ganz in Cache Calipa, das ist hier noch vor Dings, das gehört da zwar dazu. Und der Lastwagen hier, der steht immer da, wenn ich hier vorbeifahre. Ah, heute hat er zumindest keinen platten Reifen. Das letzte Mal hat er einen platten Reifen gehabt. Da war vorne links der Reifen platt, aber das haben sie jetzt wohl gewechselt, das Rad. Der scheint da irgendwo zu wohnen, ne? Weil jedes Mal, wenn ich hier vorbeifahre, steht der da. Ja, und was haben wir noch? Ich habe vorhin tschechische Kronen gewechselt. Der Kurs waren 22 Kronen 57 für den Euro. Das geht noch. Neulich waren es mal nur 21 irgendwas. Aber so um die 22 bis 24, so ist es normal. Wobei 24 ist eher selten. Schauen wir gleich mal auf die Spritpreise. War 33,90 Diesel und Benzin 34,50. Ja, das ist viel. Ich habe es vorhin schon billiger gesehen. Mit 32,50, 32,75. Und gestern bin ich mal zwischen Skorzelec und Görlitz mal wieder über die Stadtbrücke gefahren. Die ist jetzt auch wieder offen. Wer sich da auskennt in der Gegend, na, da war ja jetzt die ganze Zeit immer da gesperrt wegen der Baustelle. Also da kann man jetzt wieder fahren. Und diese Knüppelschlupflöcher, die da waren auf der Brücke, die sind endlich weg. Ja, und gerade sind wir bei Lipa reingefahren. Da vorne links käme jetzt der Obi. Und dann der Albert und was ist da noch alles dabei? Aktion und Kik ist, glaube ich, dabei noch. Was machen die denn da? Ja, bei so einer Kälte möchte ich jetzt nicht draußen arbeiten. Ja, und die Geschäfte sind hier natürlich geöffnet. Das ist ein ganz normaler Sonntag. Wenn Feiertag ist, da haben die auch zu, aber so einen normalen Sonntag haben die offen. Ja, und da haben wir mich gestern gefreut, dass ich wieder normal über die Brücke fahren kann, weil das spart mir einen Umweg von 10 Kilometer oder gar mehr, ich weiß es gar nicht. Die ganze Zeit habe ich mir immer gedacht, du musst mal aufschreiben, damit es weißt, wie weit das ist, aber ich habe dann jetzt mal drauf vergessen.
Aber vor allem die Zeit, die das gekostet hat, dieses Außenrum-Eiern, weil und dann ist da noch Stau auf der Autobahn und dann, boah, so verliert man so viel Zeit. Und die andere, die kleine Grenze, die ich noch weiß, die ist auch 15 Kilometer weit weg. Da verliert man auch Zeit, weil man muss erst 15 Kilometer runterfahren und dann wieder rauf. Ne, oder so. Ja, das ist so nervig. Aber jetzt kann ich wieder den direkten Weg nehmen. Aber der Sprit ist teuer geworden in Skorzelec. Ich habe gesehen jetzt gestern an der Grenze, die hat 5,86 gehabt und die andere Tanke, da wo ich auch immer wieder mal tank, die normalerweise günstiger ist, die hat auch 5,80 gehabt. Und selbst die Tanke außerhalb, wo ich dann hingefahren bin, die normal immer richtig günstig war, die war bei 5,61. Ne? Das ist viel für die normal habe ich da 5,40 an Preisen. Ne? 5,60 gehabt gestern. Und wie war der Kurs? 4,16 habe ich gelesen an die Schilder von der Wechselstube vom Kantor. Also 4,16 ist ein schlechter Kurs, jetzt aus deutscher Sicht. Ja, normalerweise würde ich jetzt von Novi Bor, wenn ich jetzt da direkt fahren würde, wäre ich da oben an dem Kreisverkehr, bevor ich rausgefahren bin, wäre ich oben drüber gefahren über den Berg Richtung Decin, aber da darf man ja noch nicht, da ist ja noch gesperrt, da ist auch eine Baustelle. Jetzt muss ich heute über Lipa fahren, obwohl ich heute gar nicht über Lipa fahren müsste. Sonst habe ich immer in Lipa auch was zu tun, aber heute nicht. Aber jetzt fahren wir halt da, weil wir immer da fahren. Ne? Ich weiß halt auch nicht anders geht. Gut, ich hätte jetzt da oben an der Kreuzung noch abbiegen können und dann die kleine Nebenstrecke fahren, aber das ist auch nur unwesentlich kürzer und vor allem ist das so eine schmale Straße und so schmale Ortsdurchfahrten. Ja, und da ist es hier bequemer zu fahren. Ja, und hier haben sie ja auch eine Brücke neu gemacht. Das ist aber auch schon so, dass man da durchfahren kann. Die Strecke hier, die war ja auch wochenlang gesperrt. Aber seit letzten Wochenende habe ich es probiert und da war es offen und deshalb fahre ich jetzt wieder hier. Aber ich mag die Strecke hier, ich fahre da gern. Ich glaube, wer von euch jetzt öfter mitgefahren ist, kennt die Strecke. Hier gibt es jetzt nichts Neues zu sehen. Ne? Nur halt mein Palaver dazu. Ne? Ja, und jetzt, ach, solange die Ampel rot ist, könnt ihr mal kurz schauen. Guten Tag, Andi. Nope. Ja, der beste Wetterbericht ist, wenn man aus dem Fenster. Meine Oma konnte das. Die hat aus dem Fenster geschaut und dann konnte sie sagen, wie morgens Wetter wird. Ja, ich schaue auf die Straße. Im Moment stehen wir ja an der Ampel.
Hallo, wer ist es? Ja, also wir sind hier in Keschkaliba. Walter, hallo, 1851 und alle anderen, die jetzt neu dazugekommen sind, auch hallo. Freut mich, dass ihr dabei seid noch. Ja, und jetzt habe ich schon die Kommentare soweit durchgelesen, bis auf den einen, den YouTube wegzensiert hat. Und könnt ihr ja jetzt gleich mal die Gelegenheit nutzen und ein Like da lassen. Das wäre auch wichtig für YouTube. Und wenn ihr öfter mal mitfahren wolltet und ihr habt es noch nicht getan, dann könnt ihr jetzt auch gleich den Kanal abonnieren. Sagen wir, jetzt fahren plötzlich alle. Wir hatten jetzt hier eigentlich grün. Oder haben die rechts, ja, die von rechts haben gar keine Ampel oder wie, die müssen sich dazwischen reinmogeln irgendwie. Ach, das ist ja blöd, ne? Oh, das war knapp. Oh, hast du das gesehen? Der ist jetzt darüber gezogen und der Weiße und der wäre beinahe mit dem anderen Weißen zusammen. Julius Schubert, hallo. Habt ihr das gesehen? Der wäre jetzt beinahe mit dem anderen da zusammen. So, und ja, hier sind sie noch nicht fertig mit der neuen, mit der Straße zu erneuern. Aber da sieht man es ja schon, hier sind schon 2 Schichten Asphalt drauf auf der anderen Seite. Das wird gut. In den letzten Jahren haben die hier ziemlich viel neu gemacht, muss ich sagen. Das ist jetzt angenehmer zu fahren wie früher hier. Da war das so eine Waschbrettpiste auch, ne? Oh, und hier kostet Diesel 32,60, das ist das billigste, was ich heute gesehen habe. Ja, und da links ist auch nochmal so ein Einkaufsdingens da mit Villa, DM, CCC und was auch immer noch. Da müssen wir heute aber auch nicht hin. Ja, und das ist dann da die Prim. Die Tanke hier mit 32,50 kostet hier das Diesel. Und das Benzin 32,90. Also das ist wirklich das günstigste, was ich heute gesehen habe. Aber ich brauche nicht, ich habe ja gestern voll gemacht und ich kann ja über 1000 Kilometer fahren mit einer Tankfüllung. Oder wenn ich auf Langstrecke fahre auf der Autobahn, ne, da schaffe ich sogar 1200. Ja, hier riecht es streng nach Kohlefeuerung. Da hat hier jemand seinen Kohleofen angeschmissen. Ja, die heizen hier alle noch mit Kohle. Oder viele. In Polen riecht man das auch, wenn man rüberfährt. Die ganzen Kohlefeuerungen. Und die haben ja die Briketts in Polen, haben die ja diese lose Briketts, also nicht, Briketts sind es ja nicht, wie nennt man das dann? Jetzt fällt mir der polnische Name gerade nicht ein, Eierkohle hieß die, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Das sind lauter halt so Brocken und die gibt es ja nur in der losen Schüttung oder in Säcken. Je nachdem, wenn du die abholst, da hast du dann ein paar Säcke Kohle, die du mitnimmst. Ne? Das würde ich dann eher mit dem Pickup transportieren, weil du kannst du dann mit dem Dampfstrahler abwaschen, als wie in der Kofferraum liegt sowas. Ne?
diese gebündelten Briketts, so wie man es aus Deutschland kennt, die habe ich in Polen noch nirgendwo gesehen. Ja. Ich habe sie hier in der Tschechei habe ich gesehen, beim Obi. Die haben die auch, aber nicht die 25 Kilo Pakete, sondern nur die 10 Kilo Pakete. Habe jetzt aber den Preis wieder vergessen, was das kostet hier. Ach ja, und ich habe gesehen, gestern habe ich mal nach diesen Holzbriketts, diese Rufbriketts, die 10 Kilo Pakete geguckt. In Polen kosten die zurzeit 14 Zloty. Ich habe sie noch für 11 Zloty gekauft. Die habe sie allerdings auch im Sommer gekauft. Ne? Da haben mich die Leute alle blöd angeguckt, weil ich im Sommer bei 30 Grad plus da mir den Truck vollgeladen habe mit diesen Holzbriketts. Ne? Aber so Sachen kauft man halt im Sommer, wenn es billig ist. Jetzt im November, wo die heizen, jetzt kostet es 14. Das sind dann so um die 14 sind dann 3,80 umgerechnet, ungefähr Pi mal Daumen. Legt mich da jetzt nicht genau drauf fest auf die Umrechnung. Aber so in etwa kommt es hin. Ja, und ich habe jetzt die nächsten, ich weiß gar nicht, habe ich noch ein paar Oldtimer-Videos, die nächste Woche dann online gehen, wenn ihr das sehen wollt. Müsst ihr mal reinschauen. Ich weiß, es stehen noch ein paar von diesen Oldtimer-Videos in der Liste, die ich dann veröffentlichen will. Weil ich war ja auch noch vor nicht allzu langer Zeit, so 3 Wochen oder wo das her ist, da war ich mal in Eisenach und da bin ich natürlich dort vorbeigefahren, wo die Fabrik mal war, wo man die Wartburg-Autos produziert hat. Da ist ja heute ein Museum drin und da habe ich auch ein Video gemacht davon, oder 2, ich weiß gar nicht. Und das wird dann demnächst online gehen. Wenn euch das interessiert, dann tut jetzt den Abo-Button klicken, dann verpasst ihr das nicht. Und hier müsste jetzt gleich irgendwo die Brücke kommen, wegen der hier die Strecke die ganze Zeit gesperrt war. Und da sind wir da jetzt so drüber und ich habe es vor lauter Palavern übersehen. Nee, ich glaube, die kommt da vorne in die Brücke. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Ja, und ich begrüße alle neu dazugekommenen jetzt erstmal noch. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, wer jetzt erst später dazugekommen ist, nochmal die Frage in die Runde, wer von euch hat mich heute vor ein paar Stunden überholt bei Novibor und mir gewunken? Ich habe es leider zu spät bemerkt und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wer könnte das gewesen sein mit dem Auto mit tschechischer Nummer. Ne? Ich kann jetzt natürlich die Nummer hier nicht durchsagen, ne? Aber derjenige, der wird es ja wissen. Und da geht jetzt hier an dieser Stelle ein Gruß raus. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich ein paar Zuschauer habe, die mir immer wieder mal begegnen. Und ich merke es natürlich nicht gleich, weil ich gucke ja nicht auf die Autos, die mir entgegenkommen. Das hat man mir schon ein paar Mal gesagt. Sag mal, wenn man dich grüßt, du siehst es immer nicht. Ne? Ist klar, weil mein Truck kennt ja jeder schon von der Weite. Ne? Und dann wissen sie, dass ich da komme. Ne? Während aus meiner Sicht die anderen Autos ja alle gleich aussehen. Ne? Und wenn mich dann einer grüßt, dann sehe ich, was, der hat mich jetzt gegrüßt. In dem Moment, wo bis der Groschen fällt, bin ich so dran vorbei. Und dann bin ich mir überlegen, wer war denn das? Ne? Da seid ihr mir also im Vorteil, weil ihr kennt ja meinen Truck schon von der Weite. Egal welcher das es jetzt ist, ob es der grüne oder der rote ist. Ja, und jetzt müsste die Brücke kommen, oder? Ich bin jetzt total neben der Kappe. Ich weiß jetzt nicht, sind wir schon über die Brücke oder nicht?
Nee, da kommt jetzt die Brücke, da, genau, das ist die Brücke. Hier tun sie neu, die haben sie hier neu gebaut, jetzt müssen sie noch die Geländer links und rechts anbringen. Und hier haben sie auch noch schön neu asphaltiert. Deshalb war die Strecke hier gesperrt. Oh, und jetzt haben wir es richtig schön sonnig. Aber macht euch da mal keine Hoffnungen, weil wenn ich jetzt rausschaue, sieht es zwar schön aus und sonnig, aber wenn ich dir die Temperatur ablese mit minus 4 Grad, also es ist schon Winter, ne? Gut, minus 4 Grad ist es nicht so kalt, aber ich habe vorhin doch gesprochen, gut, muss auch sagen, heute früh waren es auch minus 10. Da bist du rausgegangen, da hast du sofort die Finger weiß gehabt. Ne? Das passiert mir immer, wenn es kalt ist, werden meine Finger immer gleich weiß. Ne? Und dann habe ich kein Gefühl mehr richtig. Ne? Und wenn die Finger dann wieder auftauen und das ist dann so ein richtiges Stechen und Beißen, ne? Die musst du dann langsam auftauen, wenn sie eingefroren sind. Das hat was mit diesen, wie heißt das, Kapillargefäßen zu tun oder was oder wie. Das ist sogar eine anerkannte Krankheit. Das passiert mir immer wieder im Sommer, wenn ich was Kaltes anfasse oder mit kaltem Wasser rum. Ja. Das ist eine Überempfindlichkeit von den Händen auf Kälte. Aber auf der anderen Seite macht es mir nichts aus, mit dem T-Shirt draußen rumzurennen, wenn es minus 4 Grad hat. Aber die Hände, da muss ich Handschuhe anziehen. Und natürlich der Kopf, die Pelzmütze auf. Ne? Da schauen mich die Leute dann immer an, wenn ich Pelzmütze auf habe und T-Shirt an. Ja, natürlich kann ich nicht den ganzen Tag im T-Shirt draußen rumrennen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt im Auto sitze, habe ich ja keine Jacke an, weil ich habe ja die Heizung laufen, da ist es warm. Und ich kann ja nicht mit Jacke fahren, das engt mich zu sehr ein. Ne? Ich brauche ein bisschen, muss mich bewegen können. Ne? Und wenn ich dann irgendwo aussteige und nur schnell über den Parkplatz gehe und ins Geschäft rein, da ziehe ich mir nicht extra die Jacke an, da gehe ich dann mit dem T-Shirt rein. Ne? Da bin ich immer der Einzige, der da mit dem T-Shirt rumrennt. Aber manchmal begegnen mir andere Kerle, die kurze Hose anhaben im Winter. Ne? Das habe ich auch schon gesehen. Bin also ganz allein bin ich nicht. Nur halt die Finger und der Kopf, das muss ich warm halten. Der Rest ist nicht so empfindlich. Ich muss noch einen Schluck von meinem Kaffee trinken, bevor der kalt wird. Und das war's, der Kaffee ist leer. Der hat jetzt von Novibor bis hierher gehalten. Jetzt ist er fertig, der Kaffee. Das Auto braucht Sprit, der Fahrer braucht Kaffee. Ohne geht's nicht. Jetzt schauen wir mal, wie es hier wird. Ich habe jetzt gerade das Auto da gesehen, der mir da entgegenkam. Der war total vereist alles. Ich weiß nicht, wo der seine Karre stehen hatte. Der hier, aber der hier hat jetzt nur die Frontscheibe vereist. Ne? Im Winter sieht man es ja immer gleich, wer ein Straßenparker ist und wer ein Garagenparker. Und hier haben wir wieder 32,50 und 32,90. Das ist auch eine Primtanke hier, auch eine billige. Und Gas hat er auch, da habe ich gesehen. Ja, was ich sagen wollte, im Winter erkennt man es ja immer gleich sofort, wer eine Garage hat, weil das sind dann die Autos, die blitzeblank sauber sind. Da ist kein Eiskörnchen dran. Ne? So wie mein Truck habe ich ja jetzt nicht in der Garage stehen, sondern da habe ich einen Carport gebaut, der aber auf 3 Seiten zu ist. Auf der einen Seite steht er ja an der Halle, da grenzt er ab an die Wand. Und von hinten und von rechts käme der Wind. Und da habe ich dann einfach einen Zug gemacht
nur von vorne ist offen, aber die vordere Seite, wo rein und raus war, das ist die Seite, wo der Wind nicht kommt. Weil da auch noch ein Gebäude im Weg steht, da kommt also kein Wind von der Richtung und dann habe ich immer alle Scheiben eisfrei. Weil das Problem ist nicht die Kälte, sondern der Wind. Weil im Carport ist ja auch nicht geheizt, das ist genauso kalt wie draußen, aber da habe ich kein Eis an der Scheibe. Wenn ich aber draußen park und der Wind geht an die Scheibe hin, ist sofort Eis drauf. Ne? Und dann hast du natürlich das Problem, wenn du losfährst und die Scheibe ist kalt und du atmest aus, dann hast du die Scheibe von innen beschlagen und die friert natürlich dann an, weil das ja kalt ist. Ne? Und ich tue da immer das Fahrerfenster einen Spalt öffnen, so einen Fingerbreit, damit die Atemluft durch den Windzug da rausgezogen wird und dann kommt die erst gar nicht bis an die Frontscheibe. Ne? Und dann kann ich immer gleich losfahren, da muss ich nicht erst Minuten warten, bis die Heizung warm kommt. Ne? Sondern mit dem Trick kann ich gleich losfahren. Ne? Ja gut, ich tue den Motor starten und dann muss ich natürlich noch meine Karte einstecken und den ganzen Scheiß, ne? und mein Protokoll schreiben, Abfahrtszeiten und so weiter und so fort. Und das dauert vielleicht eine Minute, wo dann der Motor läuft. Ne? Aber in der Minute ist er ja noch nicht warm, dass die Heizung warm läuft. Ne? Und beim großen Traktor musste er erst einmal die Luft pumpen, das dauert dann auch ein paar Minuten länger. Aber das ist dann auch nicht so weit, dass der Motor schon warm wäre. Und in Norwegen, Schweden und Finnland, da lassen die im Winter immer die Autos laufen. Wenn es richtig kalt ist, die gehen also einkaufen und lassen den Motor laufen, während sie drin sind zum Einkaufen. Ja, das ist bei denen ganz normal. Macht das mal in Deutschland, ne? Aber gut, ich meine, bei den Temperaturen, die da oben haben, mit minus 30 Grad oder so, ne, da mussten laufen lassen, was es springt er dann auch nicht mehr an. Ne? Wird gleich alles vereist. In Russland genauso. Das sah die Motoren laufen. Ja, und da ist ein anderer YouTuber, dem ich auch immer die Videos schaue, der ist zurzeit, jetzt ist er in Schweden, erst war er in Norwegen, jetzt ist er in Schweden. Der macht immer schöne Videos dann von den Polarlichtern. Irgendwann muss ich da mal hinfahren, ich will mal die Polarlichter wirklich sehen. Aber wie gesagt, Norwegen, Schweden, das ist halt nicht meine Richtung, da komme ich irgendwie nicht hin. Da habe ich nichts zu tun in der Richtung. Das wird dann wohl eins von den Sachen sein, die ich nachholen muss, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, sobald ich, wenn ich überhaupt mal in Rente gehen kann. Ja, das wären dann so die Sachen, die da auf der Liste stehen, die ich dann nachholen muss, wenn ich mal mehr Zeit habe. Ne? Weil jetzt ist ja mit der Zeit immer ein bisschen blöd. Ne? Ständig irgendwas zu tun, ständig muss ich irgendwo hin. Termine und so. Ne? Und wenn du mal ein paar Tage frei hast, dann reicht es nicht für so eine große Tour. Ne? Weil wenn nach Schweden hoch, da bist du ja mindestens 2 Tage unterwegs, weil du musst ja noch entweder musst du über die Schiffspassage, also Fähre, oder musst den Umweg fahren über die Brücke. Ne?
Und wie auch immer das ist, es kostet halt Zeit. Ne? Da nutzt es nichts, wenn du eine Woche jetzt frei hast, dahin zu fahren. Da hast du einfach zu wenig Zeit. Ne? Aber du hast ja schon 4 Tage nur Fahrzeit hin und zurück. Und was bleibt denn dann noch übrig? 3 Tage, wo du irgendwie was machen kannst. Da brauchst du mindestens mal einen Monat frei. Aber wie kann ich einen Monat frei machen? Und hier rechts, wenn man jetzt guckt, da rechts die Straße, das wäre die kleine Strecke, wo ich vorhin mal erwähnt habe, wer jetzt von Anfang an dabei ist. Und wenn wir hier gerade beim Thema sind, ich begrüße jetzt alle, die neu dazugekommen sind. Und wenn ihr jetzt gerade noch einen Kommentar geschrieben habt, nachdem ich die anderen beantwortet habe, ich bleibe dann gleich nochmal wo stehen und tu eure Kommentare auch nochmal beantworten. Vor allem muss ich gerade noch stehen bleiben, weil ich habe gesehen, ich habe vorhin auf dem Parkplatz meinen linken Außenspiegel geputzt, habe den aber nicht sauber richtig ordentlich geputzt, da sind jetzt noch so Schlieren, das nervt mich. Ich kann zwar im Spiegel sehen, aber ich gucke in den Spiegel und dann sehe ich die Schlieren und das nervt mich irgendwie. Ne? Ich weiß auch nicht. Ich kann zwar wenn der ganze Truck außenrum dick der Dreck dran hängt, ne, von der weiten Fahrt und so, ne, aber die Spiegel und die Fenster, wo ich rausschaue, muss sauber sein und die müssen sauber sein. Und der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal. Ne? Außer bei meinem Privatauto, da habe ich es auch immer so gehabt, da muss die Motorhaube sauber sein. Ne? Und wenn ich nur schnell einen Eimer Wasser drüber geschüttet habe und die Motorhaube mit dem Schwamm kurz sauber gemacht habe, dass die Motorhaube, weil die sieht man ja, wenn man fährt, sieht man die Motorhaube. Ne? Beim Privatauto, ne? Und zumindest bei meinen Privatautos. Und der Rest kann dreckig sein, wie will, weil die sehe ich ja während der Fahrt nicht, ne? Aber Hauptsache die Motorhaube, die muss sauber sein. Das war immer so ein Spleen von mir, da haben meine Kumpels immer gesagt, du hast es auch nicht. Ne? Wenn der Wäsche doch gleich ist, kannst du ja auch, dann sage ich, nee, da habe ich keine Zeit dazu. Also hat halt jeder so seine Spleens, ne? Ein anderer Wese, der kann sein Auto nicht irgendwie normal hinparken, sondern der wird einrangiert, dann steigt er aus, dann guckt er, wie er da steht und dann müssen die Räder noch einlenken, ja, und dass es auch möglichst cool aussieht und da geht er auch 3-mal ums Auto rum, ob es da richtig dasteht, wie in einem Showroom, ne? Und er sagt, park's doch einfach nur. Ne? Nee, das geht nicht. Wie sieht denn das aus, wenn es nicht richtig dasteht? Ne? Und so hat halt jeder so sein Spleen. Ne? Und ich hab halt das mit der Motorhaube. Ne? Und wen es interessiert, wir sind jetzt in Keschka, Kamenice. Ja, hier haben sie auch alles da, wo die Fußgänger da gehen, der Gehweg, das ist alles neu gemacht. Und die Straße hier sieht man ja, wie schön sauber die ist. Und links der Gehweg. Ich kann mich noch erinnern, das war vor 2 Jahren oder 3 Jahren war das noch ganz anders. Da hat es richtig, das war so eine Rumpelstrecke hier. Da hat das nicht so schön ausgesehen wie jetzt. Und da oben rechts ist eine Burg auf dem Berg. Da bin ich auch schon oben gewesen. Das ist auch sehr schön, da oben hat man schöne Aussicht. Da habe ich auch ein Video gemacht, den findet ihr in meiner Playlist Sightseeing. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, wie ich das Video genannt habe. Aber wir sind hier in Keschka, Kamenice, also oder ihr guckt euch einfach alle Videos durch, die in dieser Playliste sind. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie diese Burg da oben heißt. Da gibt es da vorne einen Parkplatz, da stellst du das Auto ab und dann kannst du da zu Fuß hochgehen. Theoretisch könnte man hochfahren, da gibt es einen Weg, aber der ist natürlich verboten. Aber ein schöner Fußweg da hoch, schöner Fußmarsch, da muss man noch ein bisschen klettern, also was heißt klettern, also
Da gibt es einen Weg, wo man da durch den Berg durchgeht, wo man also ähm, ja, richtig klettern ist es nicht, aber ihr wisst schon, ne, halt durch den Berg laufen muss. Ne? Und es gibt aber auch einen besser ausgebauten Weg, der dann außen rum geht. Ne? Da bist du ja länger unterwegs. Aber ich habe die Abkürzung genommen, weil es war ja auch schön, da ein bisschen da rum zu kraxeln. Ne? Nicht vergessen. Ja, und hier, wenn wir jetzt hier rechts die kleine Straße hoch und da wo der Transporter da oben steht, da geht dann der Weg hoch zu der Burg. Wenn ihr hier mal in der Gegend seid und euch für so Sachen interessiert, dann könnt ihr da mal hochgehen. Das ist auch kostenlos, soweit ich mich erinnern kann. Gab es da oben nichts, wo man irgendwo was bezahlen musste. Ne? Ja, und hier rechts ist ein Lidl. Da hole ich mir also mal einen Kaffee, aber heute nicht. Jetzt habe ich keinen Bock da anzuhalten. Ja, und hier ist die Polizei. Polizeigebäude da links. Da vorne links kommt jetzt nochmal eine Rollen, aber da werden wir gleich sehen, dass die Rollen mehr kostet als 32,50. Jetzt zwar die wird bei 34 sein, aber die ist immer teurer. Ja, und da rechts die Straße, da wenn wir von Novi Bor rübergefahren wären, da hätten wir, also wenn die nicht gesperrt wäre, hätten wir da rüberfahren können. Dann wird man da vorne jetzt rankommen. Ja, was habe ich gesagt? Benzin 34,50 und Diesel 33,90. Weil die Orlen kosten immer 2 Kronen mehr wie die anderen. Und da rechts wird es nach Novi Bor gehen. 11 Kilometer, aber da dürfen wir ja nicht fahren. Da ist eine Baustelle und jetzt sind wir halt den langen Weg gefahren, aber ich fahre eh lieber den langen Weg, der gefällt mir besser. Ja, wo kommen die denn alle her? So, jetzt. Ja, und jetzt kommen dann die Berge, aber da liegt auch kein Schnee. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, zeigt da mal Bilder, wie es bei euch zu Hause aussieht, ob ihr Schnee habt, aber das geht ja bei YouTube nicht, da kann man ja nicht mit Bildern antworten. Ne? Aber schreiben könnt ihr. Wird schattig. Temperaturmäßig sind wir jetzt bei -3. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich habe ja hier so eine Reifendruckanzeige
Die sind jetzt alle Räder sind jetzt bei 42. Das habe ich während der Fahrt auch selten, manchmal weichen ab. Das kommt natürlich darauf an, wenn man Kurven fährt und wenn man und auf der einen Seite die Sonne drauf scheint, ne, dann erwärmt sich die Luft und dann weicht der Druck ein bisschen ab, dann wird es ein bisschen höher. Aber im Moment waren alle genau bei 42. Und eingestellt habe ich sie mal auf 40. Also auf 40 habe ich sie aufgepumpt. Ne? Ja gut, jetzt bin ich ja die ganze Zeit gefahren, da erwärmt sich die Räder, ne? Und dann steigt das, haben wir jetzt 42. Aber wichtig ist ja zu sehen, dass es im Rahmen des in der Toleranzgrenze bleibt. Ne? Also wenn ich jetzt bei dem Meter 42 habe, beim anderen 43 und wieder bei eben nur 41, da ist das noch völlig in Ordnung. Und problematisch wird es, wenn es da, alle haben jetzt zum Beispiel 42 und ein Reifen ist dabei, der nur 35 hat, dann wäre das was, oh hoppla, da muss man mal nachschauen. Ne? Weil da stimmt dann was nicht. Aber so 1, 2 PSI-Abweichungen, das ist jetzt nicht so tragisch. Ne? Ja, und das sind natürlich keine Bar, sondern PSI. Ne? Ist ja schließlich ein amerikanischer Truck. Jetzt muss ich mal kurz ein Gutzle holen, weil ich habe jetzt irgendwie einen trockenen Mund. Das letzte Mal, wo wir die Strecke gefahren sind, da war hier neblig. Und heute haben wir hier eine schöne Aussicht. Ja, die Aussicht wäre jetzt noch schöner, wenn wir in der anderen Richtung fahren würden, weil da wird man von oben runter kommen, da sieht man mehr, als wenn man von unten rauf fährt. Wo kommen die denn alle her jetzt? Also so viel Verkehr ist hier normal nicht. Zumindest nicht am Sonntag. Und auch hier liegt kein Schnee. Das Weiße, was man hier sieht, das ist reif, taureif. Bin ja gespannt, ob das wirklich kommt, dass es heute Nacht schneit. Auf meiner Wetter-App steht, dass es nachts schneit. Es soll sogar um 18 Uhr heute Abend losgehen. Laut meiner Wetter-App, aber keine Ahnung, ob das dann auch wirklich zutrifft. Die haben ja Freitag auch gesagt, dass es am Wochenende schneit und es hat nicht geschneit. Ne? Und jetzt erzählen sie uns, dass es nächste Woche schneit und nächste Woche dann ist es wieder übernächste Woche und dann wird es wieder wärmer. Weihnachten haben wir dann grün wieder. Ja, man erinnert sich ja immer an die Kindheit, an weiße Weihnachten. Da gibt es aber eine Studie dazu. Tatsächlich ist das nur eine Einbildung, weil auch in der Kindheit waren die Weihnachten nicht weiß, aber das ist halt die Idealvorstellung, die man hat von Weihnachten, ne, mit Schnee und so weiter. Und dann hat man das so in Erinnerung. Und weil man es auch in der Werbung und in die Filme immer sieht mit weißen Weihnachten, und dann glaubt man, dass man das gesehen hat, was es früher so war. Aber Tatsache ist wirklich, dass die weißen Weihnachten eher selten sind. Ne?
Zumindest in Zentraleuropa, ne? In Sibirien oder da sieht es natürlich anders aus oder in Kanada. Und die Australier, die verbinden ja Weihnachten mit Strandurlaub. In Australien ist ja im Dezember Sommer. Das muss man sich mal vorstellen. Dezember ist dort Sommer. Da gehen die in die Sommerferien im Dezember. Also wenn du dorthin auswanderst, dann bringt es doch dein ganzes Leben durcheinander. Weil alles plötzlich anders ist, als wie du es gewohnt warst. Auswandern hat schon mit Veränderungen zu tun. Wenn du normal in ein anderes Land gehst, aber wenn du dann südlich vom Äquator irgendwo bist, also wie zum Beispiel Australien, da bist du in einer völlig anderen Welt. Da ist die Umstellung, die Anpassung noch viel gravierender. Ja, und irgendwo hier wird es das einzige Funkloch auf der Strecke, da bin ich mal kurz weg am Moment. Das ist aber nur eine kurze Stelle, dann geht es gleich weiter, also bleibt er dann dran, wenn der Moment nichts hört von mir. Das ist nur ein kurzer Moment. Das ist auch das Schöne an der Strecke. Hier kann man mal während der Fahrt einen Livestream machen. Jetzt so wie die andere Strecke, wenn ich von Skorzelec Richtung Liberec rüberfahre, da wo man von eben Funkloch ins nächste Feld, da bei Zawidov. Und jetzt müsste es gleich soweit sein. Hier irgendwo ist doch das Funkloch. Einer von den Kurven, die hier kommen. Oder tritt jetzt das nicht auf, weil die Bäume ohne Laub sind und dann erreichen uns doch die Funkwellen hier. Normalerweise hätte es hier weg sein müssen. Naja, dann halt nicht. Ist auch gut. Ja, wir sind schon durch. Das mit dem Funkloch hätte es da vorhin sein müssen. Ich nehme mal an, dass jetzt der Empfang besser ist, weil die Bäume keine Blätter dran haben. Ja. Was das doch gleich ausmacht. Und hier sind wir in Chrybska. Hier haben sie auch neu asphaltiert, das war hier früher auch anders, schlechter. Da vorne kommt ja noch der Knüppelberg, ja, das ist auch noch mal so ein steiler Berg, der da kommt. Boah, der hat 3 Achsen an seinem Anhänger gehabt. In der Mitte, also der Zentralachsanhänger, aber mit 3 Achsen. Mit der Doppelachse habe ich ja oft schon gesehen, aber Drillingsachse sieht man selten in der Mitte.
bei solchen Anhängern. Ah, und da kommt jetzt gleich da vorne die Strecke wieder, wo der Berg, erstens mal kannst du den Schwung holen wegen der Kurve und dann geht es gleich so steil hoch. Ne? Und in der Kurve haben sie jetzt noch aufgefräst, da rumpelt es dann gleich. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, aber gefallen tut mir das nicht. Das geht jetzt hier gleich los. Achtung! Das. Aber die haben nur diese Seite hier aufgefräst, die andere Fahrspur nicht. Ah, leck mich am Arsch. Total beschissen. Also das gefällt mir nicht, was die da aufgefräst haben. Was das für einen Sinn hat. Ich vermute mal, es hat was mit Wasserabfluss zu tun, aber gefallen tut es mir trotzdem nicht. Ja, jetzt haben wir Glück. Jawohl. Da blinkt die Ampel rot. Jetzt können wir hier noch im Berg anhalten. So. Na, dann lese ich mal kurz ein paar Kommentare. Walter, hallo, haben wir schon. Julius Schubert, hallo. Georges, auch hallo. Krümel, hallo, wo bist du? Also jetzt sind wir in, was habe ich gesagt? Rybnice sind wir jetzt. Auf dem Weg nach Rumburg in der Tschechei. Und da war der Zug schon, da geht es ja gleich weiter. Aha, es geht, wir dürfen. Weil der war jetzt aber schnell da, das hat jetzt nicht viel Vorlauf gehabt. In Polen, in Skorzelec, da habe ich einen Bahnübergang, da steht 10 Minuten und es kommt kein Zug. Ne? Und selbst wenn der Zug schon durch ist, dauert es noch ewig, bis die Schranke wieder aufgeht. Ne? Aber hier, das ging ja ruckzuck. Da war jetzt gar nicht drauf gefasst, dass es schon weitergeht. Und vor lauter Kommentare lesen habe ich den Zug jetzt gar nicht gesehen.
Ja, Rübniste ist das hier. Da vorne biegen wir jetzt gleich links ab und dann kommt so ein kleiner See. So ein Karpfenteich oder was das ist. Müssen wir hier links nach Kronburg, sind es noch 9 Kilometer. Und da könnt ihr jetzt den See sehen im Bild, nehme ich mal an, hier links. Das sieht immer so aus, als ob der gleich hier über die Straße läuft. Weil der ist nur einen halben Meter tiefer wie die Straße. Also ich habe das hier, solange jetzt die Jahre hier fahre, habe ich noch nie erlebt, dass der See hier übergeschwappt ist. Ne? Was natürlich nicht bedeutet, dass es nie irgendwann doch vorkommen könnte. Geht jeder spazieren. Ja, wie gesagt, nach Rumburg ist nicht mehr weit jetzt. Haben wir es bald geschafft. Ja, und wenn ihr öfter mal mitfahren wollt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, mal kurz auf den Abo-Knopf zu drücken, wer es noch nicht gemacht hat. Bei mir gibt es 1, 2 Livestreams jede Woche, wo wir hier so am Fahren sind. Und dann noch normale Videos von Oldtimer-Treffen oder in Bezug auf Fahrthemen, ja, so halt jetzt auch so Fahrvideos wie jetzt halt, mit und ohne Kommentar. Dann gibt es ja Burgbesichtigungen oder Museumsbesichtigungen. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ich war jetzt in Eisenach, da wo die Wartburg-Autos mal gebaut wurden. Und bei diesen Wartburg-Autos, da habe ich diesem Museum, da habe ich was erfahren, das wusste ich bisher auch nicht. Ich habe immer gedacht, weil Wartburg, das hat ja früher mal die Fabrik zu BMW gehört, vor dem Krieg noch. Ne? Und nach dem Krieg haben die BMW dort weiter produziert und da gab es aber Probleme mit dem BMW-Werk in München. Und dann haben die Eisenacher ihres umbenannt in EMW, also Eisenacher Motorenwerke, da, statt BMW, EMW, und statt weiß-blau im Dings hatten die rot-weiß im Emblem. Und später wurde dann da der Wartburg draus. Und ich habe immer gedacht, dass das Wartburg, dieser Autoname, der kam aus der DDR, das hat man eben dann so benannt, um nicht die Namensähnlichkeit mit BMW zu haben. Und in dem Museum habe ich gelernt, dass es die Wartburg-Autos schon früher gab. Es war also ein BMW-Modell, die da halt Modell Wartburg hießen. Ne? Da war ich ja überrascht davon. Und der erste Wartburg, der war sogar schon vor 1900, der Wartburg 1. Ja, aber guckt euch den Video an. Da habe ich alles gezeigt, die Fahrzeuge dazu. Und da werde ich jetzt auch immer wieder mal so ein Kurzvideo dazu veröffentlichen, wo ich einzelne Fahrzeuge vorstelle. Wenn euch das interessiert. Weil jetzt über Winter gibt es ja keine richtigen Oldtimer-Treffen. Ne? Die meisten haben ihre Oldtimer ja jetzt
irgendwo in der Scheune rumstehen. Im Winter fährt man ja nicht mit so einem Fahrzeug. Erst tut man Geld ausgeben, um das top zu restaurieren, und dann wird man im Winter rumfahren, wo das Salz überall liegt. Ja, das macht natürlich niemand. Deshalb gibt es natürlich auch im Winter keine Oldtimer-Treffen. Und da überbrücke ich jetzt die Zeit, indem ich Videos von den Sommertreffen veröffentlichen tue. Dann muss man in der Zeit nicht ganz ohne auskommen. Ach, da ist der Zug. Ich habe ihn gerade gesehen, der steht da links im Bahnhof. Der war also schneller als wir, klar, weil der fährt ja die kürzere Strecke, während wir hier dauernd Kurven fahren müssen, fährt der Zug auf dem kürzesten Weg, Grad, möglichst Grad. Ein paar Kurven hat natürlich auch der Zug. Und die Leute, die sind wohl alle mit dem Zug gekommen. In Krasna Lipa waren wir jetzt hier. Aber bis zur deutschen Grenze sind es jetzt vielleicht, sagen wir mal, 15 Kilometer, damit ihr das mal ein bisschen einschätzen könnt, wer nicht ortskundig ist. In Rumburg halte ich noch mal kurz an, hol mir einen Kaffee, damit ich die restliche Strecke nicht verdursten muss. Boah, hier bin ich mal im Winter runtergekommen, da war hier eine richtige Eisplatte. Zum Glück hat mich da der Gegenverkehr gewarnt mit der Lichthupe. Weil wenn ich da so runtergefahren wäre wie jetzt gerade eben, wäre ich bei dem in der Hauswand gelandet. Ne? Das war also richtig böse. Und da hast du ja auch schon Schleuderspuren gesehen. Da hat es frisch geschneit gehabt und das war dann noch festgefahren. Ne? Und da helfen da dann auch Winterreifen nichts, wenn du auf so eine Eisplatte kommst, auf so eine festgefahrene Schneedecke. Und das alles plattgewalzt ist. Da kommt jetzt bald rechts, daran orientiere ich mich immer. Da kommt rechts ein Umspannwerk und da muss ich dann abbiegen. Da sind wir dann bei Rumburg. Ja, die hätte euch gerne jetzt ein Video gezeigt, wo wir durch den Schnee fahren, aber ist halt nicht, wenn kein Schnee da ist. Na. Wir haben es nur kalt, aber ohne Schnee. So, und hier geht es jetzt rechts nach Rumburg. Links ging es auch nach Rumburg, aber erstens mal darf ich da nicht, und zweitens mal geht es da durchs Wohngebiet durch und da habe ich keinen Bock drauf. Da ist die Strecke hier besser zu fahren. Ja, und habt ihr noch was Neues dazu geschrieben? Haben wir noch neue Kommentare, die ich schnell lesen muss? Ist da was Neues dabei? Ja, na gut, ich halte gleich wo an und beantworte die. Was? Ja, also ich sehe gerade die Kommentare, die jetzt geschrieben sind, habe ich alle beantwortet. Dann bedanke ich mich soweit fürs Mitfahren. Da
da ist es die Fahrstrecke gleich viel kürzer, wenn man am Palavern ist, ne? Aber wenn ich die Antwort kriege, ne? Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich weiß, wir sind hier die Strecke schon öfter gefahren für die Leute, die regelmäßig bei mir mitschauen. Und dann bedanke ich mich nochmal und schaut mal wieder rein und abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Restwochenende. Fahrt vorsichtig und tschüss.